Digga, yo back. Ich freue mich, war übel krank. Was geht ab, Leute? Erstmal herzlich willkommen zurück im neuen Jahr 2025. Man munkelt, ein richtig geisteskrankes Jahr, aber mir brennt der Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, euch zu erzählen. Letztes Video, was ihr gesehen habt, war in Indien, wo es volle Granate Abriss war. Bin zurückgekommen und war vor Indien schon völlig durch. Also um euch abzuholen, in Indien war ich eigentlich krank. Ich glaube, im Vlog habe ich es auch kurz erwähnt. War ich nicht ganz fit, aber a man gotta do what a man gotta do. Und ich habe einfach durchgezogen, Gastauftritt dort gemacht. Wollte das Event nicht absagen, war mir sehr wichtig. Und danach hat es mich natürlich doppelt und dreifach daher geklatscht. Dementsprechend, die Frauenhandtasche gehört nicht mir, by the way. Der Shaker schon, aber hat es mich natürlich auseinandergebröselt. Und ich war offiziell, wenn wir das Training mit Honey Rambert außen vor lassen, 3 Wochen nicht im Gym. Ich habe 3 Wochen nicht trainiert, Alter. Geht gar nichts mehr. Ich saß daheim, ich habe gefressen und ich habe LOL gezockt. Und so bin ich ins neue Jahr gestartet. Alter, mieser geht's eigentlich nicht fürs Mindset. Und umso euphorischer bin ich gerade hier zu sitzen. Es ist gefühlt im Bunker komplett andere Geräte, komplett andere Menschen. Die New Year's Resolution Boys sind am Start. Die vertreiben wir heute. Wir sind wieder da. Das neue Jahr ist am Start. Aber ja, die Ziele sind hoch gesteckt. Dementsprechend wurde auch viel geändert. Und ich kann es jetzt einfach mal raushauen. Ich habe einen neuen Coach. Nein, nicht was ihr denkt. Ich bin kein 31er und bin loyal. Stefan ist der Mann für meine Nutrition und alles, was die Ernährung angeht. Aber ich habe mir jemanden beiseite geholt. Und zwar jemanden, mit dem ich schon öfters oder länger zusammenarbeiten wollte, schon öfters zusammen trainiert habe. Und zwar Joe Bennett, Hypertrophy Coach, von dem ich auch, ich glaube, die Boys und Girls, die seit Jahren meine Videos gucken, kennen die Dinger. Und das HC steht für Hypertrophy Coach. Dementsprechend wurde das Logbuch auch wieder aktiviert und die Trainingstasche gewechselt. Und jetzt weht ein anderer Wind, so viel sei gesagt. Warum habe ich das Ganze gemacht? Hat mein Training davor nicht funktioniert? Nein, hat auf jeden Fall funktioniert, aber wir haben es gerade auch schon ein bisschen besprochen. Ich brauche einfach jemanden, der mich so ein bisschen, wie Stefans mit der Ernährung macht, jemanden, der mich mit dem Training auch so ein bisschen nicht überwacht, aber neue Reize gibt und ja, die ganze Geschichte sich ein bisschen näher anguckt mit mir zusammen. Was jetzt ansteht, ist auf jeden Fall knackig. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe es nämlich, wann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten? Lass mich nicht lügen. Ich glaube 3 Wochen nach dem Olympia. Und jetzt sind wir 12 Wochen nach dem Olympia. Also ich hatte schon eine gewisse Zeit und wollte das Ganze auch erstmal antesten und laufen lassen, bevor ich erstens euch davon erzähle oder das Ganze in den Social Media Kanälen breitschlag. Dementsprechend trainiere ich jetzt einfach 2-mal am Tag. Ich trainiere 2-mal am Tag. Es ist völlig geisteskrank, aber es macht schon extrem Sinn. Es macht ultra Sinn, weil es ist gar nicht so krass, wie man denkt. Also doch, es ist schon sehr krass. Ich spiele es gerade schon ein bisschen runter. Aber wir haben zum Beispiel, also ich sag mal außen vor, wer das ganze Trainingsprogramm abchecken will, Link in der Description auf jeden Fall am Start. Also wer das sich ganz genau mit Übungen, Satzzahlen, bla 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 angucken will, wir haben es 1:1 so auch für euch aufgeschrieben in seiner App drin. Er macht unter anderem auch das Training für Dallas McCarver, also Rest in Peace, der ist leider schon verstorben vor ein paar Jahren, aber war auch geisteskrank. Für Terence Ruffin, Ruff Diesel, für ein paar Mädels auch und auch für Brad Wilkin unter anderem, von dem ich mir ja letztes Jahr ein bisschen helfen habe lassen. Jetzt sitze ich sozusagen beim Original Yoda auf der Schulter oder er bei mir auf der Schulter, aber ist geil. Ich nehme ihm auch immer Videos auf, schicke die durch. Er korrigiert mich auch noch mal mehr bei Übungen und so. Stefan könnte es zwar alles auch machen,
Aber A, will ich Stefan nicht zu hart auf den Sack gehen, so. Ist aber nicht Grund Nummer 1, sondern einfach, ich glaube einfach, sich Tipps von Leuten zu nehmen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen könnte, ist immer gut. Also meine Mama hat auch immer einen Spruch zu mir gesagt, so, der Dumme hört nicht zu und der Kluge, der lernt nie aus und hört immer zu. Und ja, stimmt einfach. Deswegen trainiere ich auch gern mit so vielen verschiedenen Leuten und ziehe danach ein Resümee, ob ich es geil finde oder nicht. Aber bisher läuft es geisteskrank, muss ich sagen, bis ich krank geworden bin. Das hat natürlich dann reingeschissen. Aber man sieht, ich habe schon einige Trainings hier im neuen Buch absolviert. Manifestiert, Baby. Aber hier kann man auch mal sehen, das ist das T3000-Programm. Er hat es so genannt. Fokus liegt hier ganz klar auf Arms und Back. Deswegen ist, also ihr seid herzlich eingeladen, das nachzumachen, aber wenn ihr jetzt ultra fette Arme habt und einen geilen Rücken, dann ist eher nicht zu empfehlen. Dementsprechend ist da auch Tag 1 Rücken und Arme, also morgens Rücken, abends Arme. Das ist sozusagen der Tag, den wir heute machen. Aber heute nochmal spezieller, weil ich war krank, 3 Wochen nicht im Gym. Deswegen hat er gesagt, radikal Volumen um die Hälfte reduzieren. Also wir machen einen Satz pro Übung mit, ich darf es eigentlich fast nicht so laut sagen, mit 1 oder 2 Reps in Reserve. Raus, deabonniert, verpiss dich, Junge. Will keiner mehr sehen, was für eine Scheiße. Was ist das hier geworden? Nee, ist tatsächlich jetzt der Erkältung oder dem Infekt geschuldet, weil der ja schon hardcore war und 3 Wochen nicht im Gym. Wie gesagt, ich muss erst mal gucken, wie sich das anfühlt, überhaupt Gewicht in der Hand zu haben. Dementsprechend auf Halbgas und ich werde mich auch dran halten, weil so dumm wie früher bin ich Gott sei Dank nicht mehr und mache jetzt auf Vollgas. Dementsprechend dachte ich mir auch, wäre total unnötig, heute zweimal zu gehen, weil ich habe morgens 4 Übungen mit 2 Sätzen und abends 4 Übungen mit 2 Sätzen. Also es sind 8 Sätze, das Volumen ist sehr low, aber dadurch, also kann ich jetzt schon erklären, dadurch, dass wir zweimal am Tag trainieren, ist die Frequenz ultra hoch. Und eine hohe Frequenz funktioniert bei mir ziemlich gut, muss man sagen, oder eigentlich bei jedem, wenn Übungsausführung stimmt und ihr den Muskel trifft und Regeneration passt. Dementsprechend ist das Volumen, also die Anzahl an Sätzen und an Übungen nicht sehr hoch, aber folgender Hintergrund hat es auch mit dem zweimal am Tag Training, dass du einfach viel frischer bist. Also wir kennen es alle, glaube ich. So, du machst die ersten 3 Übungen und dann ist langsam so, Digga, jetzt schmiere ich schon ein bisschen rein. Also wenn du richtig trainierst und wenn man dann Intra reinknallt oder so, kannst du auch noch sagen, okay, Übung 4 und 5 geht auch noch so, aber spätestens dann bist du im Kopf schon irgendwo da, wie in der Glotze gerade läuft, bist du auf Malle am Strand und denkst gerade an andere Dinge, außer als dich wegzuknüppeln im Training. Dementsprechend eigentlich cleverer Move. Und für jemanden wie mich, der arbeitslos ist, wird ja immer noch ab und zu geglaubt, dass ich nicht noch Companies leite und so, aber ich bin Arbeit, deswegen kann ich zweimal am Tag gehen. Da muss natürlich auch alles passen. Also wir sind hier Tag 1 der Off-Season, by the way, also Regeneration muss stimmen, du musst ordentlich fressen, du musst mindestens deine 12 Stunden schlafen, also ich schlafe 9 bis 10 in der Nacht und 1 bis 2 unterm Tag, also zwischen den Trainings. Bleibt nicht viel Zeit für anderes, aber da habe ich ja keinen Bock drauf. Social active. Und ja, deswegen macht es extrem Sinn. Also du gehst halt in die zweite Einheit auch wirklich frisch rein. Morgen zum Beispiel ganz asozialer Tag. Morgens Brust und Schulter. Abends Beine. Da bist du richtig the Wind of Change. Laufe ich da die Treppe raus, fast kotzend. Tag 3 ist dann off.
Tag 4 ist dann morgens Arme und abends Rücken. Und Tag 5 ist off. Also ich habe 3 Trainingstage und es rotiert halt die ganze Zeit. Also in einer Woche habe ich, keine Ahnung, eine Rechenaufgabe könnt ihr machen. Viele Trainings und oft den Rücken und oft die Arme. So. Ja, das sind die News. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch dran. Und das Ganze war plausibel für euch. Und wenn nicht, ihr werdet es die nächsten Wochen auf jeden Fall mitbekommen. Ganz miese Scheiße ist es auch für dich. Weil was machst du zwischen Training 1 und 2, dachte ich mir. Kommst du bei mir auf den Kaffee und kannst schon schneiden, Alter. Nee, aber wir werden euch in eins der 2 Trainings dann immer mitnehmen oder so. Auch mal einen Tag in beide. Ihr könnt es ja mal in die Comments schreiben, was euch da interessiert. Ein Full Day of Eating kommt bald auch wieder. Also ist schon viel geplant jetzt fürs neue Jahr, aber es waren ein paar Startschwierigkeiten drin. Auf Insta gab es auch nicht viel zu sehen, weil jetzt sind wir back. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Habt euch eure Ziele gesetzt und arbeitet auf jeden Fall stramm darauf hin. Naja, ich gönne mir meinen Booster und dann legen wir los. Aber ich bin einfach wieder glücklich, im Gym zu sein, sage ich euch ehrlich. Ich war auf jeden Fall hart depressiv. Letzten Wochen so eine Woche chillen ist mal gut. 2, ja, aber dann 3 Wochen, Alter. Oh, was mache ich denn? Und vor allem das Schlimme ist, ihr müsst wirklich ein bisschen Abstand dann von Social Media nehmen. Weil Menschen zu sehen, die dann durchziehen und trainieren und Gas geben, das ist nicht gut für euer Kopf. Also wenn ihr krank seid, zockt einfach LOL und chillt, unternehmt irgendwas, wenn möglich, und ruht euch aus. Habe ich so ein Bild gesehen, da stand so, don't start your new year with the same shit as last year. Und ich dachte mir, genau das werde ich machen. So. Weil den Scheiß, den ich feiere, den mache ich jetzt schon seit 13 Jahren. Und dementsprechend ja, brauche ich da nichts zu ändern. Aber ich weiß, wie das Ganze gemeint ist. Was wir natürlich versuchen, ist, jeden Tag 1% besser zu werden. Vielleicht habt ihr es noch nie mitbekommen. Aber da haben wir eine geile Challenge gestartet mit ESN zusammen. Unter anderem mit Arda auch und Kai und Jesse, genau, aus dem Team, wo wir in Hamburg waren und ja, uns dachten, ey, lass alle gemeinsam durchziehen, so eine 1% besser Challenge, bis hin zu FIBO, also wird richtig krass. Es gibt auch ultra dicke Gewinne, Link ist auch in der Videobeschreibung, wenn ihr euch noch eintragen wollt. Also sowas wie 2 Reisen nach LA oder so, glaube ich, auch zu gewinnen, zu Arnold Classics. Und jede Woche gibt es von mir auch noch, also wenn ich sehe, die Leute ziehen durch, ich kenne ja meine Banausen auf Insta, die mich markieren so. Ich gucke da natürlich jeden Tag nach und wenn ich sehe, ihr zieht durch, markiert mich da täglich, die kriegen immer jede Woche oder haben die Möglichkeit, jede Woche einen Special-Gewinn, eine Special-Box abzuholen, wo auch noch mal kleine Gewinne drin sind. Und ja, Mann, bei der FIBO, wo ihr hoffentlich am Start seid, wo auf jeden Fall das nächste dicke Event ist in Deutschland, ja, haben wir dann auf jeden Fall 2 Gewinner. Aber der Gewinn am Ende ist scheißegal. Der hauptsächliche Gewinn ist die Veränderung von euch, von eurem Mindset und von eurem Kopf. Und das ist besser als jeder Gewinn. Ich sag's euch, wenn ihr durchzieht und dann selbst stolz auf euch sein könnt. Wie viel waren das? Also 6? Ja, es waren 6, aber wie viele Reps sind Reserve?
So. Egal, ich kann das. Also, wie Leute so wirklich trainieren können, der sagt so 2 bis 3 im Tank, aber. Ja, 3 das wird aber schon noch. Ja, weiß ich nicht. Aber ey, für heute sind asoziale Übungen, die er mir auf den Plan geschrieben hat, aber auch Übungen, die richtig funktionieren bei mir. Wie die RDLs, die wir gleich machen, ist schon immer schon eklig. Vor allem, wenn du dich da mal richtig hocharbeitest, so, und dann irgendwie 200 Kilo oder so wegknüppelst und das dann irgendwie jeden 4. Tag. Aua! Aber das ist halt das Geile, dass es nicht so ein ultra nur science-baseder Typ ist, sondern halt die beiden Welten kombiniert. Und ich habe schon 3 oder 4 Mal mit ihm trainiert. Und das war jedes Mal so geil. Dann dachte ich mir, komm, das muss ich mir jetzt geben. Und vor allem dann auch im Hinblick, dass da auf jeden Fall auch ein paar geile Trainingscamps auf euch zukommen werden, wo ihr auf jeden Fall auch sehr viel Knowledge abholen könnt und euer Training verbessern könnt daheim. Weil der Mann weiß einiges und ja, dafür müsst ihr aber jetzt auch ein Abo da lassen. Das kann es nicht sein. Ich will jetzt auch mal 500.000 auf YouTube. Gym ist einfach mein Antidepressivum. Ich sag's euch, wie es ist. Nix Besseres. Nix Besseres. Könnt ihr so viel High Rocks machen, wie ihr wollt, Alter. Könnt ihr so viel Klimmzüge machen. Nee, Spaß, aber Gym ist schon... The pump is the cure. Bei der Übung. Geil! Ich bin zurück, Junge! Ja! Ah, geil. Aber bei der Übung merkt man es, dass erstens 3 Wochen Pause war. Und man merkt auch, wie viel Wiederholung vorm Versagen ich bin. Also jetzt wusste ich so, 2 wären noch gegangen. 3 mit Bandscheibenvorfall. Also wenn 3 Genau. Vor 1, 2 Jahren wäre ich jetzt noch reingegangen, hätte mich komplett auseinandergenommen. Und wäre morgen völlig durch gewesen. Jetzt erwachsen und vernünftig. Ich werde erwachsen, Freunde. Nächste Übung. Wir machen ja Speedrun auf jeden Fall heute. Aber Übungen, die ich jetzt so bisher noch nicht im Plan hatte, und zwar mit beiden Armen, die Cybex Row, geht auf jeden Fall auch gut eher in den oberen Bereich vom Rücken oder eigentlich in den ganzen Rücken rein. Also verstärkt oben, aber auch die Lattfaser noch ein bisschen mitgenommen. Auf jeden Fall was, worauf wir mehr Impact geben jetzt, gerade bei mir, weil der untere Latt wirklich schon stark gekommen ist jetzt, weil ich auch die letzten 2 Jahre Fokus darauf gelegt habe. Jetzt aber eigentlich wieder mehr oben rein. Das ist immer so ein ständiges Spiel, Alter. So oben am Terrace. Beim anderen Rückentag fangen wir zum Beispiel mit der neuen Maschine da an, die ich euch vorhin gezeigt habe. Dementsprechend schon cool, aber wie gesagt, sehr individuell halt. Donkey Kong bei Mario Kart auf dem kleinen Kart. Langsam wird es wieder eklig. Ich muss sagen, ich finde schon Diät vom Körpergefühl am geilsten. Also schwer zu sein, das ist irgendwann nicht mehr so geil. Aber es gehört dazu. Es muss sein. Ich bin
bin schon der Meinung, dass du nicht fett, aber schwer. Du musst schon mal schwer sein, um wieder neue Muskelmasse, so finde ich, vor allem aufzubauen und zu festigen. So. Ich weiß zwar hier die Science und so, die sagt, so ein leichter Überschuss ist das, was the goal ist oder was das Beste ist, aber ich muss sagen, bei mir hat immer am geilsten funktioniert oder die meisten Fortschritte habe ich immer gemacht, wenn ich mal richtig schwer geworden bin, weil dann hast du halt auch mal richtig Masse dahinter im Training. Dann kannst du mal richtig Gewichte wegknüppeln, die du mit irgendwie 200 Kalorien Überschuss und Lean Bulk nicht geschafft hättest, meine Meinung. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wie ihr das handhabt, aber ja, Digga. Mit mir ist ein bisschen durchgegangen. Ich dachte, jetzt komm du Sau, komm noch 2. War in meinem Kopf schon drin. Der Asoziale ist schon in mir rausgekommen. Ja. Aber trotzdem stärker geworden. Ja gut, wenn man halt viel frisst, dann wird man stärker. Neue Maschine am Start. Für den Sitz hat das Geld hier nicht mehr gereicht. Aber soll uns nicht aufhalten hier. Wenn wir von Oktober ausgehen, dann 10 Monate. 10 Monate Shadow Mode. Wird eine fruchtbare Zeit, Junge. Geht auch viel ab nächstes Jahr. Nächstes Jahr, stopp. 25 passiert auf jeden Fall generell viel. Könnt ihr euch drauf freuen. Wird auf jeden Fall geil. Junge, jetzt hat es gerade angefangen Spaß zu machen. Meine Fresse. Egal. Heute so, morgen. Übermorgen. Weil morgen ist 2. Tag. Mit Legs abends. War's. Doch, die war schon befriedigend. Eine befriedigende Session. Jedes Training ist besser als gar kein Training. Und das ist auf jeden Fall ein guter Leitsatz fürs neue Jahr. Setzt euch ein Ziel, arbeitet darauf hin. Vorher meinte ich, habe keine Neujahresziele. Ist, weil ich seit 10 Jahren mein Ziel gesetzt habe, sportlich der Beste der Welt zu werden. Und dem Ziel versuche ich jedes Jahr ein Stück näher zu kommen und dementsprechend ist die Zielsetzung da unverändert. Aber das war's. Das war's vom Bunker. Das war's. Herzlich willkommen im neuen Jahr und
Wir sehen uns ganz bald schon wieder. Denn jetzt geht's los. Off-Season. Fett werden mit Urs. Gas geben, Junge. Rein in den Lachs. Let's go. Abonnieren. Abonnieren und mit Code Monaco bestellen. Macht's gut.